So, also, nochmal das Ganze. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind am Start mal wieder mit einer neuen Folge. Platinisiert, deine Top 5 Platin-Trophäen. Heute am Start haben wir den Gast Joey666. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Weil ich klarstellen muss, technisch gesehen sind es heute nicht 5 Platin-Trophäen. Du hast ein paar 100% Spiele mitgebracht, aber die sind ja nicht minderwertig, sondern mindestens genauso krass wie die ein oder andere Platin-Trophäe. Aber dazu kommen wir noch. Bevor wir einsteigen, nur mal kurz das Format erklärt. Regelmäßig lade ich Trophäenhunter ein, die uns ihre 5 wichtigsten Spiele aus ihrer Liste vorstellen. Dabei kommt es nicht immer darauf an, dass es die schwierigsten oder seltensten Trophäen sind, sondern einfach die Games, die euch geprägt haben als Trophäensammler, die euch besonders wichtig sind oder auf die ihr besonders stolz seid. Bevor wir zu deinen 5 ausgewählten Games kommen, nochmal herzlich willkommen. Geht's dir gut? Ach ja, soweit, ne? Bis auf das morgen Montag ist, das wird, denke ich, einigen so gehen. Kann ich mich nicht beschweren. Ja, Ich hoffe, euch auch oder dir. alles bestens, bis auf den besagten Grund, wobei das Wochenende manchmal auch zu lang gehen kann. Diesmal war es nicht der Fall, aber Die Meinung hast du fast exklusiv, oder? Dass das Wochenende zu lang gehen kann. ach, es kommt immer aufs Wochenende an. Manchmal sind Deswegen, Wochenenden anstrengender als Werktage. jo, dann machst du was falsch, glaube ich. Bevor wir zu deinen 5 Games kommen, würde ich noch mal kurz deine Hardfacts benennen. Und zwar, dein PSN-Name ist Joey666. Ich kenne dich eher unter dem Namen Fenne. Also, nochmal unter dem Namen herzlich willkommen. Deine aktuelle Platinzahl sind 521. Du hast eine Completion Rate über 90%, knapp 91%. Deine erste Platin hast du vor 10 Jahren erspielt. Bald 10 Jahre. Ich glaube, April 2012 müsste es gewesen sein. Ich muss da direkt intervenieren. Meine erste Platin hat meine Frau erspielt. Ah, okay. Dann Wir müssen ja fair sein. Es ist einfach so passiert in meinem Lebensspiel. ja, Lego Harry Potter war das. Ja, genau. Ah ja, okay, gut. Und dann hast du dich dazu entschlossen, die Tradition fortzuführen? Oder wie kam es dazu, dass du das Trophäensammeln angefangen hast? Ach, ich sag mal, generell war ich eigentlich seit meiner ersten Konsole, seit Anfang der 90er, immer schon Completionist. Also auch bei den ganzen Super Nintendo-Spielen oder noch eher gab es ja auch immer für viele Level. Ein nettes Beispiel, was ich dann nenne, ist immer Donkey Kong. Ja, sammel alle Mhm. Buchstaben und so weiter. Das gab nie Achievements, das gab nie Trophäen, aber ich habe immer dafür gesorgt, eigentlich, dass ich 100% habe in allen Spielen, die ich spiele. Und ja, da hat sich das System der Trophäen halt angeboten. Ne? Ja. Und so habe ich das dann halt damals, ich glaube, wir haben uns 2011 auch die PlayStation 3 damals gekauft. Ich hatte Mhm. vorher gar keine Konsole mehr. So wirklich war mir die vorher. Ich hatte vorher eine Xbox 360 tatsächlich. Die ist mir kaputt gegangen und 2011 haben wir uns dann die PS3 geholt und dann eigentlich auch mit dem weitergemacht, wie wir schon immer gemacht haben. Mhm. Einfach fertig spielen. Weil ich dazu sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob es ohne die Xbox dann ein Trophäensystem auf der PlayStation gäbe. Ja, ist natürlich ein guter Vorreiter gewesen, schon vorher mit Xbox Live, das stimmt. Ich glaube, die Xbox hat das ja relativ früh eingeführt schon, das ganze Achievement-System. Ich glaube, ein Jahr bevor es die PlayStation gemacht hat. Ich glaube, 2018 war es die Xbox und 2008 war es die Xbox und dann 2009 ist, glaube ich, Sony nachgezogen. Ja, aber das ist ja immer so, einer der Großen hat gute Ideen und die anderen nennen es dann einfach anders und machen es nach. Ne? Ja, und hauen noch eine Platin oben drauf und machen es vielleicht besser. Wird der eine oder andere sagen. Ja, gut. Würde ich sagen, steigen wir direkt in deinem ersten Spiel ein. Und zwar hast du uns mitgebracht als Platin Nummer 1 Downwell. Genau, Eins ja. der besten Indie-Games, die es gibt, würde manch einer behaupten. Erzähl dir uns, warum hast du es mitgebracht? Ja, ich sag mal, viele werden sich vielleicht bei dir im Stream noch dran erinnern. Das ist ja noch gar nicht so lange her, dass du dich da durch den Backlog Monday gequält hast, über Mhm. geraumt. Von daher brauche ich ja gar nicht mehr so viel über das Spiel sagen. Für mich ist es aber persönlich halt mittlerweile eigentlich im Laufe der Jahre zu einer Leidenschaft geworden, dieses Spiel. Ja, ich habe es, glaube ich, damals das erste Mal wirklich gespielt, wo es im PS Plus war. Ich kannte das vorher auch gar nicht. Mhm. Und ich bin halt generell ein ziemlicher Freund von diesen harten Trial-and-Error-Sachen. Ja, das heißt, wo andere jetzt vielleicht schon nach 2, 3 Stunden ihren Controller durchs Wohnzimmer schmeißen, kann ich mich halt gefühlt ohne zu blinzeln 24 Stunden am Stück hinsetzen, bis ich schaffe. Ähm, ja, plus das gute minimalistische Design, was es da gibt. Ich bin großer Pixel-Art-Fan. Ja, habe ich halt für meine Platin damals knapp 1,5 Wochen gebraucht. Für meine erste, muss man sagen. Ja, stimmt. Dazu kommen wir noch.
Ja, genau. Mittlerweile ist es halt so, dass wenn ich zum Beispiel von der Arbeit komme und ich habe Langeweile, kann mich zum Beispiel nicht für ein neues Spiel entscheiden, ist es halt so, dass ich mittlerweile dann einfach mal eben mit einem Gastaccount in einer Stunde Downwell platiniere. Das ist für mich so eine, das ist zu so einer Art Meditation geworden. Ich bin auch ja, dreimal in den Top 11 der schnellsten Platins auf PSN-Profiles mit Zweitaccounts von mir. Ja, ich liebe das Spiel einfach. Es hat, wer es noch nicht irgendwie gespielt hat, vielleicht das Ende noch nicht gesehen hat, eine sehr geile Story. Ja, es gibt tatsächlich ein gutes Ende, wenn man am Ende des Brunnens ankommt. Mhm. Ja, was damals vielleicht noch eine lustige Geschichte war, dann auch, ich erinnere mich noch dran, wo ich dann meine Platin hatte, saß ich bei einem Kollegen im Wohnzimmer, der dann gesagt hat, ja komm, was zocken wir? Da meinte ich, boah, hey, Downwell, so geil, war nichts für ihn. Ich Okay. wollte es aber für ihn auch nochmal spielen. Mhm. Und dann habe ich das angefangen bei ihm auf seiner Konsole nochmal und er ist dann halt eingepennt. Und ich habe ihn dann halt einfach 2, 3 Stunden neben mir schlafen lassen, habe das halt platziert, bin dann halt nach Hause gefahren und am nächsten Morgen oder mittags irgendwann schrieb er mich an, ey Fenne, wie sieht's denn aus? Wollen wir mal Downwell weitermachen oder so? Habe ich ihn erstmal darauf hingewiesen, mal in seine Trophäenliste zu gucken, weil ich schon längst fertig war. Ja, krass. Und ja, das ist halt, ich weiß es nicht. Es hat ein sehr cooles minimalistisches Design. Das ist für mich einfach ein so cooles und doch simples Spielprinzip. Definitiv. Ähm, ja, und was vielleicht noch ist, meine Frau war dann damals sehr froh, als ich es fertig hatte, weil, wer sich noch daran erinnert, dieser Neustart-Ton von Downwell, nämlich dieses dö, ja, der doch ein bisschen nervig werden kann, ist dann damals durchaus so alle 10, 15 Sekunden hier durchs Wohnzimmer geschallt, weil ich so oft neu gestartet habe. Das ist einfach, weiß ich nicht. Ich denke, wenn ich eine Leidenschaft und Liebe für ein Spiel habe, dann treibt Downwell das auf die Spitze. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ich fand das Spielprinzip auch super. Das ist ziemlich simpel, wird nicht langweilig. Ja, es kann auch ein bisschen frustrierend werden, wenn man nicht weiterkommt. Solchen Ähm, Sachen, ich weiß nicht, ob man es sieht oder sowas. Ich habe zu sowas dann natürlich auch immer noch die Physical Collectors Edition von Downwell, inklusive halt auch einem durchnummerierten, limitierten Holzposter. cool. Was. Also, ich versuche da dann auch irgendwie weitestgehend, besonders von so kleinen Sachen halt, da ich großer Indie-Game-Fan bin, die Entwickler zu unterstützen, wo es geht. Und ja, stelle mir sowas dann auch gerne mal irgendwo hin. Ja, finde ich super. Sollte man auch. Sollte man auch. Ja. Was sind deine Accounts in den Top 11? Weißt du, auf welchen Plätzen du Das ist bist? einmal, ich weiß nicht, ob du es gerade zeigst, einmal Ja, müsste es, ich hoffe, er ist noch auf Platz 3 mit unter einer Stunde, das ist Please Come Again. ja, haben wir einmal da. Genau, dann muss ich gucken, auf jeden Fall Officer YOLO 3000. Das ist Nicht der bitte nach dem Namen fragen, mir ist nichts eingefallen. Platz 11, ja. Dann noch einer dazwischen. Genau, ja, und dann, weil ich moderne Popmusik scheiße finde, habe ich damals eine Mischung aus Diarrhoe und Rihanna gebaut. Das müsste neue Rihanna sein. Ja, 1 Stunde 5 Minuten, okay. Genau, wer sich schon immer wer sich fragt, wie der Name zustande kommt, da vielleicht noch eine lustige Anekdote. Ah, cool. Genau, ich hab mehrere ja, Wochen oder Tage noch, ja, Tage eher noch versucht mit meinen anderen Zweitaccounts. Ich habe 5 Zweitaccounts oder so. Jeder kennt das mal für einen amerikanischen Shop oder sonst irgendwas. Habe ich Klar. dann noch versucht, mir eine perfekte Route zu bauen, wie ich halt Platz 1 kriegen kann. Ich glaube, der Typ ist momentan bei einer halben Stunde oder sowas. Ja, knapp 34 Minuten. Aber, ja, aber wenn du da einmal was verkackst, ja, dann wird es halt schwierig, die Zeit einzuholen. Dann kannst du es eigentlich knicken. Und dadurch, dass du dann die Zeit nicht mehr schlagen kannst, habe ich dieses Vorhaben dann irgendwann aufgegeben und mach's halt dann einfach immer mit Gastaccounts nach der Arbeit mal. Okay, hast du es auf der Vita auch gezockt oder noch auf der PS4? Nur auf der PS4 teilt sich ja eh 'ne Liste. Ja, ich Mhm. zock's auch so immer noch relativ häufig, wie gesagt, aber auf der Vita hatte ich's nicht, ne. Okay. Ja, du hast uns Aber ja es kann nu durchaus sein, finde ich, dass es auf der Vita einfacher ist. Also nicht einfacher, sondern du hast halt 'ne bessere Übersicht wegen kleinerem Bildschirm, die ne? Erfahrung habe ich gemacht, ja. Auf der Vita kam ich besser zurecht. Aber von der Vita zu streamen war dann 'n bisschen schwierig. Ja, weiß nicht, kann man das mittlerweile hin und her adaptern? Geht das? Es es wurde mal 'ne Vita released, da konntest du das Bild capturen. Ich kann mir Ah, gut vorstellen, dass wenn du die, Sony Vita TV oder wie das Ding heißt, kannst du ja dann über HDMI sicher auch abcapturen. ja, TV, ja, oder das PlayStation TV, ja. Ja. Genau. Oder halt einfach 'ne Cam von oben nach Mhm. unten, so wie es andere, Handheld-Streamer auch machen. Wäre auch 'ne Option. Nur der Display spiegelt relativ. Aber ja, ich habe es einfach auf der PS4 gestreamt. War ja auch 'ne Option. Du hast uns ja nur PS4-Titel mitgebracht. Hast du recht, ja. Ja, ist mir vorhin aufgefallen bei der Recherche.
Ach ja. Es ist natürlich auch bei so einer Liste, die anderen im Stream werden es wahrscheinlich wissen, wenn man bei so einer Liste gefragt wird: „Hey, was sind denn deine persönlichen Top 5?" Und das sind ja alles auch nicht mal die seltensten Spiele, die ich in der Liste habe. Ja, Es ist halt echt schwer, sich zu entscheiden und da macht man halt natürlich die, zu denen man halt irgendwie die coolsten Geschichten hat, ne, oder die emotionalsten Anbindungen, wie auch immer, ne? Man hat halt echt man macht halt viel mit diesen Spielen. Ich sage mal, viele wissen es wahrscheinlich auch. Das ist ja nun mal 'ne Leidenschaft, die wir hier alle teilen, das Trophy Hunting. richtig. Ja. Und da steckt man halt in das eine oder andere doch mal Herzblut oder hat da 'n paar coole Erlebnisse mit gehabt. Genau. So sehe ich das auch und, allein nur weil ein Spiel seltener ist, muss man nicht unbedingt mehr damit verbinden. Genau. Deswegen hat man ja die Möglichkeit, hier seine 5 Top 5 Platins oder Games auszusuchen. Und ja, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, wollte ich noch mal kurz zusammenfassen. Downwell war deine Nummer 1, ist ein 2-Bit Roguelike Plattformer, könnte man es beschreiben. Ähm, Spielbar auf der PS4 und Vita hatten wir schon, teilt sich aber nur eine Liste. Schwierigkeitsgrad wird so mit 8 von 10 bemessen, es sei denn, man ist Fan für den ist es ein Kindergarten. Platindauer, da ist alles möglich zwischen 2 und 100 Stunden. Die Durchschnittsplatindauer wird mit 30 bis 40 Stunden bemessen. Platin Rarity ist aktuell bei 2,06%, ist ziemlich hochgegangen. War letztens noch bei knapp unter 2%, als ich das platiniert hatte. Aber Ich ja, denke, dass die generell aber auch runtergeht, immer sobald die Spiele im PlayStation Plus sind. Höher geht, Entschuldigung, nicht runter. die Rarity, ja, es kann beide Effekte haben. Es fangen viele Leute an, das Spiel zu spielen, dann geht erstmal die Rarity halt runter. Nee, hoch. Ach, Ja. ja, du weißt was. Ich will beide nicht drüber reden, die anderen wissen es wahrscheinlich. Ja, gut. Dann wären wir mit Downwell durch. Gehen wir weiter zum nächsten Spiel, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast. Mhm. Als nächstes Spiel haben wir Towerfall Ascension auf der PS4, auch auf der Vita spielbar. Ich denke mal, du hast auf der PS4 gespielt, oder? Ja, genau. Gut, dann leg gern los. Ja, genau. Also erstmal, wer Towerfall Ascension nicht kennt, ist 'n Spiel von Maddie Thorson. Da werden einige wahrscheinlich oder wird es bei manchen eher klingeln, die gute Dame hat auch Celeste gemacht. Hm. Celeste ist ja dann doch in den letzten Jahren ziemlich durch die Decke gegangen. Halt auch ein gutes Spiel, mal davon abgesehen. Ja, Towerfall selber ist halt ein ja, wie nennt man's, 'n kleiner Arena-Shooter mit Pfeil und Bogen, sehr fast-paced, sehr schnell. Ähm, Tatsächlich auch ein Spiel, was ich durchs PlayStation Plus kennengelernt habe. Also, die meisten, die schon 'ne PS4 da hatten, die werden's wahrscheinlich auch noch in der Bibliothek haben in irgendeiner Art und Weise. Es ist halt ein Spiel, was ich dann auch initial eigentlich immer nur mit, Freunden gespielt habe. Du kannst es halt bis zu 4 Spielern lokal Mhm. spielen und, ja, viele von den Älteren von euch werden sich erinnern, man durfte sich damals noch mit Freunden treffen, ja, vor Corona. Und, ja, wir haben uns halt regelmäßig hier getroffen und halt zu viert gegeneinander Towerfall Ascension gespielt. Das ist halt der Fun-Part dabei. Schwierig wird das Ganze dann halt, wenn man wirklich auf die Achievements geht, ne? Neben 'nem, sauschweren, Story-Mode, der halt dann nicht beinhaltet, dass du, ja, gegen andere Spieler oder Bogenschützen so wirklich spielst, sondern eher, dass du halt auch in der gleichen kleinen Arena bist, aber halt mit Unmengen an Gegnern bombardiert wirst. Mhm. Und du musst halt im Story Mode musst du inklusive Bossen und alles musst du jedes Level auf, dem härtesten Schwierigkeitsgrad durchspielen. Okay. Ähm, Plus, was das schwerste Achievement ist, und das müsste eigentlich auch in meinen man hat ja bei PSN Profiles hat man diese 5 seltensten Trophäen, die man hat. Ja. Da müsste Reaper's Crown eigentlich auch drin sein von Towerfall, weil da musst du ein bestimmtes Level Ja, ja. auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen, ohne auch nur ein einziges deiner 5 Leben zu verlieren. Ja, und das heißt, ein Leben verlieren heißt, du wirst getroffen und verlierst ein Leben. Okay. So, und das ist halt einfach, assig schwer, tatsächlich. Ja, das ist übrigens auch das einzige Video, was ich je auf YouTube hochgeladen habe, mein Run, wie ich dieses Achievement erspiele. Weil das war auch eher so nach 'ner Woche so ein bisschen dann nach der Arbeit wieder hingesetzt, ein bisschen schon: „Ach scheiße, ey, das ist so sauschwer." Und dann auf einmal so kurz vorm Abendessen: „Oh, da ist es." Ähm,
Ja, auch da muss ich sagen, oder wie ich eben sagte, ich bin ja Freund von meine Frau sagt immer Gedöns. Ja, und, auch zu Towerfall habe ich eine Collectors Edition. Was da halt ganz cool drin ist, ist halt das sieht man jetzt wahrscheinlich echt scheiße. Das ist halt ein ganz kleines, Acryldiorama, was eine Ja, Szene aus Towerfall Ascension darstellt. Ja, das wird man nicht so wirklich sehen. spiegelt ein bisschen, Ähm, aber man kann es sich vorstellen. und mit eben genau den beiden Freunden, mit denen meine Frau und ich das gespielt habe, waren in dieser Collectors Edition waren 4 Metallpins. Ja, jeder kennt diese Animal Pins, diese Sammeldinger, die man sich Mhm. irgendwie an 'n Rucksack oder an die Weste machen kann. Und in der Collectors Edition waren halt genau, Buttons von den 4 Figuren drin, die wir immer gespielt haben, Krass. lustigerweise. Und dementsprechend sind die Buttons auch an uns 4 aufgeteilt. Ah, cool. Ja, und was halt meine Lieblingsgeschichte dazu eigentlich ist, wir sind halt alle eher so in der Metal-Richtung angesiedelt und irgendwann saßen wir hier mal auf einem Samstag und haben dann 'ne Power-Metal-Playlist angemacht. Ja, wir haben den ganzen Tag nur Power-Metal gehört, so episches Gedöns irgendwie. Und seitdem ist dieses Spiel bei uns auch bekannt als Powerfall Ascension, ja, weil wir einfach Ah so einen ja. unglaublich coolen Abend damit verbracht haben, dass das immer irgendwie damit in Verbindung gebracht wurde. Was glaube ich, geändert wurde über die Jahre, ist, dass das ist jetzt auch schon mit Sicherheit 6, 7 Jahre her, dass, 'nen paar der Achievements leichter oder ein paar der Trophies leichter gemacht wurden. Okay. Time Trials sind nicht mehr so schwer. Ich glaube, die haben die Zeiten, die man haben muss, ein bisschen hochgesetzt. Und was halt, wirklich, ja, ins Kontor geschlagen hat, ist, du musstest damals 20.000 Runden spielen im Versus Mode. Mhm. Und ich sage mal, wir haben in den letzten Jahren so unglaublich viel gespielt, und wir sind, glaube ich, erst auf 6.000. Krass. Ja, ja, also die haben die Trophäe von 20.000 auf 5.000 runtergesetzt. Okay. Genau, die haben wir auch so gemacht, aber die 20.000, das wäre schon 'n hartes Unterfangen gewesen tatsächlich. Ja, glaube ich. Ja, das spricht ja auch die Rarity für. 77 Leute haben's. Insgesamt 0,06%, da sind wir ja schon im Promillebereich. Und, ja, generell hat's 'n Average Completion von 5%. Also, viele Leute haben sich mal draufgehauen auf die Platte, bisschen gezockt. Ich glaube, im Multiplayer kann man sogar zu 10 spielen, wenn ich mich nicht irre. Also auf der PS4 weiß ich nicht. Also wir haben es immer zu viert gespielt. Ich glaube, zu 10 kann ich mir nicht vorstellen, weil das die Maps gar nicht hergeben würden. Ich kann mich aber auch Okay. irren. Also wir haben es immer zu viert gespielt. Mea culpa, wenn ich mich vertue und wenn es mehr geht, aber Okay, ja, kann sein, dass ich mich auch vorhin verlesen habe. Ja, aber krass, das ist somit deine seltenste Completion Rate, oder? Hm, ja, ich glaube, was noch seltener bei mir ist, ich habe, 100% bei, Pinball Ah, okay, FX3 krass, ja, und okay. das andere Pendant, was auf das davor ich habe den Namen gerade vergessen. Auf jeden Fall sind die Completion Rates, glaube ich, bei 0,02 oder 0,03. Okay, ja, Aber ja, heftig. gehört zu den selteneren, ja. Zen Pinball. Zen Pinball war's. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Genau. Ja, ich denke aber auch an dem Spiel sieht man's, ich bin halt 'n riesengroßer Trial and Error Fan, ne? ja, jedem das seine, ne? Wenn's Spaß macht. Ähm, ja, du kommst ja auch ziemlich gut durch immer. Von daher, du am Ende ist der Erfolg ja am Start. Ach ja, gib mir Mühe. Ja, ich würde dann noch mal kurz zusammenfassen. Dein zweites Spiel Towerfall Ascension 100%. Es hat Hauptspiel und DLCs nachträglich bekommen, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, ein DLC. Das ist ein Multiplayer Pfeil und Bogen Arena-Spiel, würde ich das zusammenfassen. Schwierigkeitsgrad ist so, wird's angegeben, 9 von 10. Dauer für die 100% sind Minimum 100 Stunden und mehr. Rarity, wie gesagt, ist bei 0,06%. Auch das ist auf der Vita und auf der PS4 spielbar, teilt sich aber eine Liste, von daher nur einmal abschließbar. Wenn du keine Ergänzungen mehr hast, würden wir zum nächsten Spiel gehen. Ich glaube, ich bin durch. Dann gehen wir rüber zu Spiel Nummer 3, Tetris Effect auf der PS4. Ja, genau. Also, ich sage mal, zu Tetris selber muss man wahrscheinlich nicht mehr so viel Nicht sagen. allzu viel. Ne, ich sage mal, wer an wem das vorbeigegangen ist, der hat, glaube ich, irgendwie mit Augen zugelebt. Ähm, ja, Tetris selber, habe ich tatsächlich 'ne was heißt 'ne Vergangenheit, 'ne Verbindung. Ich habe das damals auf'm Gameboy geschenkt bekommen, original, für meinen ersten originalen Gameboy, als Kind. Seitdem bin ich halt auch immer an Tetris hängen geblieben, ne? Ich habe immer so 'n paar kleinere Spin-offs gespielt, auch so was wie Puyo Puyo Tetris und so was.
Und war dann relativ begeistert, als Tetris Effect angekündigt wurde und vor allem auch, dass es ohne VR spielbar Ja. ist. Weil ich mir dabei auch tatsächlich immer gedacht habe, wenn ich das in VR spielen müsste, würde ich wahrscheinlich kotzen. Ich weiß nicht, wer schon mal gesehen hat, Tetris Effect ist halt ja, so ein bisschen Neuinterpretation. Es ist halt das klassische Tetris-Gameplay, so wie man es kennt, verbindet aber die Umgebung, die Steine, ja, in verschiedenen Farben, Animationen, in Kombination mit der Musik. Es ist halt einfach ein richtig geiles Erlebnis so zwischen Sound und Ambiente. Und das macht es halt einfach, ja, ein richtig, richtig gutes Spiel. Ist tatsächlich auch, wenn wir jetzt wieder über die Platin reden, ist es tatsächlich eins der wenigen Spiele, bei denen ich mir eine Auszeit genommen habe. Das sieht Okay. man bei mir relativ selten. Aber ich glaube, ich habe da irgendwie 4 bis 6 Monate damals eine Pause gemacht. Okay. Weil neben der Tatsache, du musst halt, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad den Story-Mode durchspielen, Mhm. was an sich schon durchaus etwas schwieriger ist. Was aber das Schwierige oder das Schwierigste, zumindest für mich persönlich an der Platin war der Sprint-Modus. Also wer Okay. Tetris jetzt vielleicht nicht so firm mit ist, es gibt halt in Tetris schon seit langer Zeit diverse Modi, Mhm. dass man halt verschiedene Dinge machen muss. Und Sprint ist halt ein Modus, bei dem man so schnell wie möglich 40 Lines abbauen muss. Ja? Ähm, Man musste dann bei Tetris Effect in allen diesen Modi musste man einen ja, sogenannten SS-Rang erreichen. Ja, Heißt halt das Bestmögliche. Und für den Sprint-Modus musstest du halt 40 Lines in 1 Minute 10 clearen. krass. Ich bin dann damals rangegangen mit dem Gedankengut, ja, du hast jetzt schon über 30 Jahre Tetris auf dem Buckel, du kannst das ja ganz geil. Und dann hat mich das Spiel eigentlich bei diesen Sachen relativ schnell vom Gegenteil überzeugt. Ja, ich saß da dann nach ein paar Wochen und dachte mir, ach du Scheiße. Und das war das erste Mal, wo ich einen Moment unsicher war, ob ich ein Spiel fertig mache. Aber ja, mir lässt sowas dann ja keine Ruhe und ich habe mich dann Gott sei Dank 6 Monate später wieder sehr, sehr effizient da dran gesetzt und habe es dann auch letzten Endes geschafft. Wer vielleicht zu diesem Thema Sprint, das mag vielleicht viel klingen, dass man eigentlich genug Zeit hat, aber guckt es euch mal an, das ist halt in 1 Minute 10 gar nicht so einfach. Und wenn man jetzt wieder von den ganz krassen ausgeht, in diesen PC-Versionen von Tetris, die man auch mit der Tastatur spielt, da liegt der Weltrekord bei unter 20 Sekunden für 40 Linien. Also das ist eigentlich, du denkst, da spielt ein Roboter. Ah, krass. Das ist schon eine harte Nummer. Ich wurde lustigerweise auch letztens auf Tetris Effect angesprochen, bei dir im Discord, Ja. weil da jemand nach Tetris Effect gefragt hatte und dann hatte mich einer markiert und sagte, ja, hier, Fenne hat das auf Platin. Mhm. Generell, wenn einer drüber nachdenkt, immer zu. Ich kann solche Spiele auch wieder Trial and Error, sind wir wieder beim Thema, nur empfehlen. Was halt wichtig ist, was man sich vorher bewusst sein sollte, man braucht wirklich einen enorm gut geschulten peripheren Blick, weil du musst eigentlich, wenn dein jetziger Stein auf dem Bildschirm ist, du kannst dir oben in der Ecke ja schon anzeigen lassen, welche Steine als Ja, nächstes kommen. genau. Und du musst eigentlich, während du deinen Stein in Millisekunden richtig platzierst, musst du eigentlich schon immer mindestens für den nächsten Stein, den du ja sehen musst im Augenwinkel, wissen, was machst du damit. Und das ist dann sogenannt, das nennt sich dann Finesse-Skill, habe ich gelernt damals. Ich habe versucht, mich einzulesen, ne, dass man halt einfach so viele effiziente Aktionen wie möglich in ja, möglichst wenig Zeit macht. Das heißt zum Beispiel halt vorher schon wissen, ich drehe meinen Stein gleich oder ich passe den einen nach links und drehe dann einmal im Uhrzeigersinn, als halt dreimal gegen den Ja, Uhrzeigersinn und klar. so. Also ja, ist schon harte Nummer gewesen, aber jedem, der Tetris mag, kann ich es echt ans Herz legen. Ähm, ja, also meine Info ist auch, die Doppel-S-Ränge sind enorm schwer. Ich wusste gar nicht, dass die Sprint-Level auch darunter fallen. Und die 1 Million Rotationen, die sollen auch dauern. Oder hattest du die dann automatisch dann? Da muss ich sagen, die habe ich mit diesem Bot gemacht. Also was Okay. heißt Bot? Jeder, der sich jetzt fragt, der benutzt Bots, der Wichser, vielleicht einfach ganz kurz erklärt. Es gibt so ein Makro-Tool Mhm. für einen PC und PS, da kannst PS4 du, Makro. genau, PS4-Makro nennt sich das. Ich glaube tatsächlich, mir wurde mal gesagt, die haben das im Nachgang bei Tetris Effect rausgepatcht, dass das nicht mehr geht in irgendeiner Form. Das weiß ich aber nicht, ob das Krass. stimmt. Ähm,
Man kann da tatsächlich halt seinen PlayStation 4, mit der 5 weiß ich nicht, ob es geht, seinen PS4-Controller an PC anschließen und dann kann man halt Tastenkombinationen aufnehmen als Makro und die halt immer wieder abspielen lassen. Und weil mir halt 1 Million Umdrehungen mit Tetris-Steinen fehlten, ja, ist der Bürger natürlich smart. Und ich habe dann einfach mich hier hingesetzt, habe ein Makro aufgenommen, was 5 Sekunden ging, habe halt wie ein Bekloppter auf X gehämmert, um den Stein zu drehen. Ne, bis dann die Runde kaputt war, habe noch zweimal X gedrückt, um es neu zu starten und habe das halt in der Dauerschleife laufen lassen über Remote Play, während ich auf der Arbeit war. Also das war dann zumindest, wie ich diese 1 Million Umdrehungen gemacht habe. Ja. Genau. Ja, Also also wer es noch nicht kennt, so für echt annoying Zeug, ist dieses Makro-Tool tatsächlich ganz hilfreich. genau, braucht sich auch keiner für zu schämen. Das ist ja, Das ist ganz normal, das kann man auf GitHub runterladen. Wer das nicht kennt, ist eine Programmierplattform, ist auch nichts Schlimmes oder so. ja, Und da kann man also total stupiden Grind ein bisschen mit automatisieren. genau. Wird regelmäßig genutzt, auch hier im Hause. Also, nur zu. Ähm, Man muss ja effektiv manchmal sammeln, ja, und manche Trophäen sind einfach so stumpf. Da kann es auch Ja, ein Bot erspielen, also. tatsächlich so. Ich meine, das momentan akuteste Beispiel ist ja Dirt 5. Das haben sie ja damals runtergepatcht. Da musst du ja schon, da gibt's ja Online-Strecken für, wo du halt jetzt mehrere Stunden einfach mit einem Haargummi am Controller im Kreis fahren Ja. kannst, um halt diese 1000 Meilen zu machen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es am Anfang 10-mal so viel. Mhm. Ja, die haben das ja von 10.000 Meilen, glaube ich, runtergepatcht. Und das sind einfach Sachen so. Ich bin auch immer Freund von schweren Sachen, auch von Sachen, wo ich vielleicht ein bisschen Fragezeichen über den Kopf habe, sie trotzdem mache. Aber wenn du halt alles, ganz blöd gesagt, in 10 Stunden schaffst, ja, und dann sollst du einfach noch 1 Million Mal einen Stein im Kreis drehen, dann musst du das halt irgendwie hinterfragen. Ja, bei Dirt hast du ja sogar, glaube ich, 42.000 Kilometer, einmal um die Welt. Müsste der Äquator 42.000 Kilometer Durchmesser haben, oder? Nee, also das mit komplett um die Welt, war das nicht bei Skater XL oder sowas? Oder war das auch wieder was anderes? Da war es doch auch mit, du musst irgendwie so und so viele 1000 Kilometer fahren, ich weiß es Ja, nicht. wo dann der Glitch rausgekommen ist mit der Erleichterung. Ja, ja, genau, wo man anstatt 900 Stunden nur noch 2 braucht. Ja, aber bei Dirt, bei dem Remake von Dirt, nicht Dirt, bei Grid, sorry, bei Grid. Ja, Grid, okay. Grid, Aber ich Grid, habe auch Dirt Grid. 5 noch nicht gespielt, also du kannst mir gerade alles erzählen. Ja, Grid 40.000 Kilometer fahren, sagt Kaninchenmutti, genau. Dankeschön. Ja, also bei sowas immer Makro benutzen. Gibt es ja auch noch andere Alternativen. Den Chronos Max, kennst du den? Ist auch ein Controller. Gibt, PS4 Makro benutzt. ja, okay. Gut, anderes Thema. Ja, Tierschutzeffekt, ich fasse noch mal kurz zusammen. Puzzlespiel, brauchen wir nichts zu sagen. Schwierigkeitsgrad 10 von 10 wird es gehandelt. Vor allem den Doppel-S-Rängen geschuldet. Dauer durch die 1 Million Rotation mindestens 300 Stunden, wenn nicht mehr. Platin Rarity ist aktuell bei 0,51%. 162 Leute weltweit haben das Spiel abgeschlossen. Trophäenmäßig zumindest. Wenn du keine Ergänzung mehr hast zum nächsten Spiel, Alles gut. Ich glaube, ich rede immer schon viel zu viel über ein Spiel. Also. zu viel kann man hier nicht reden. Wir haben alle Zeit der Welt. Trackmania Turbo, außer wir sind morgen bis 6 Uhr hier noch am Schwätzen, da wird es bei mir ein bisschen kritisch. Ja, gut, dann kann ich gleich zur Arbeit fahren von diesem Gespräch. Das ist auch kein Thema. Also, Spiel Nummer 4, Trackmania Turbo für die PS4 hast du uns mitgebracht. Ja, genau. Trackmania ist bei mir auch so eine etwas längerfristige Leidenschaft schon. Ich habe eigentlich so in meiner Jugend, also ich war immer eigentlich Konsolenkind, ne? Ich bin ja mit diesen ganzen Konsolen aufgewachsen, damals auch von den ersten Nintendos über Dreamcast, über alles, was da sonst so kam, die ersten Playstations. Halt viel am PC gewesen in meiner Jugend und ich weiß nicht, wie viele Nächte und Monate und Jahre lang ich mit Freunden Trackmania Nations gespielt habe. Viele werden es noch kennen. Ich weiß gar nicht, ob es das erste Trackmania war. Kam halt damals für den PC. Mhm. Auch schon mit dem Streckengenerator und wir haben einfach nächtelang, auch auf LAN-Partys, wer LAN-Partys noch kennt, haben wir halt auf allen Strecken online immer versucht, Weltrekorde zu brechen. Wir sind halt von einer Lobby in die andere und immer eine Strecke nach der anderen versucht, die Weltrekorde zu brechen. Und dementsprechend war ich damals sehr begeistert, als die Trackmania Turbo angekündigt haben. Mhm. Ich hatte dann auch das Vergnügen, tatsächlich ist mit meiner Frau auf der Gamescom, ne, mögen die Älteren vielleicht auch noch kennen, diese Events vor Ort, ja, mit meiner Frau das zu spielen auf der Gamescom, weil wie sich viele vorstellen können, auf der Gamescom sind die Schlangen bei so Spielen wie Assassin's Creed, da hängst du immer bei den Schildern noch 3 Tage ab hier. Ja, bei den Warteschlangen und bei Trackmania stand halt einfach gar keiner. Krass.
so hatten wir halt damals schon die Möglichkeit, das ein bisschen Probe zu spielen und es ist halt, ja, weiß ich nicht, Trackmania kannst du relativ wenig neu erfinden. Ne, die haben Ja. halt dann die verschiedenen Untergründe und alles, die Gegebenheiten vom Boden. Da gibt es ja Wald, Stadion und so weiter. Mhm. Ein bisschen ausgeweitet, verschiedene Fahrzeugtypen und dementsprechend war es für mich dann auch wieder ein No-Brainer, das Ganze zu kaufen. Ich war ja auch im PlayStation Plus mittlerweile, hatte es damals aber auch schon physical hier. Und das ist eben auch so ein Leidenschaftsding, ne? Das zieht sich dann halt jetzt auch bei Spiegel Nummer 4 so durch. Es ist halt einfach Trial und Error. Das Ja, wenn du stimmt. halt auch nur minimal mit dem Hinterreifen über den falschen Grashügel fährst, drückst du halt, ich glaube, Leertaste war es, um die Strecke von vorne anzufangen. Ja, weil du halt da eben auch auf jeder Strecke Gold schaffen musstest, also die Goldzeit. Und dann gab es bei jeder Strecke eben noch Trackmaster, hieß das, glaube ich, eine Trackmaster-Zeit, die halt versteckt war. Also mittlerweile sind die bekannt, logischerweise, aber die war halt versteckt und Mhm. du musst halt auf 50 von den insgesamt, oh, lass mich lügen, 200 Strecken, glaube ich, halt auch eine Trackmaster-Zeit schlagen. Und ja, wie gesagt, Trial und Error hat mich auch ein paar schlaflose Nächte gekostet, aber am Ende, es macht einfach Bock, weil du machst einfach den gleichen Scheiß gefühlt 1000-mal Ja. am Stück. Ja, bist total scheiße und auf einmal musst du halt so ein 3 Runden Rennen fahren, wo es halt nur noch um Millisekunden geht und du kannst ja auch so Geister einblenden lassen, Ja. ja, die auf dieser Bestzeit fahren und dann überholt ihr euch halt im Sekundentakt, ne? Und da geht dir richtig die Pumpe und das macht einfach Bock. Und kurz vorm Ziel fährst du gegen irgendeine Planke und bist dann Das abgefuckt. Da fliegt Mario der Kart Controller. Zeiten, also das ist halt auch einfach, wer mal so auf, ja, es ist ja nicht kompetitiv, aber wer auf so richtig, richtig schweres Zeitenschlagen steht und mal Bock vielleicht auch sich Trackmania hat anzugucken, macht das mal. Also es ist ein richtig geiles Spiel. Ich würde auch das nächste Trackmania, wenn die morgen eins ankündigen, habe ich es gestern hier. Also definitiv kann ich Ja, empfehlen. ich habe es auch als Level 9 Spiel bei uns im Discord bei unserer Level 10 Challenge gewählt. Also, das ist auch noch vor mir. Bestimmt gibt es dann auch den einen oder anderen Stream dazu. Das ist Ja, auch schwer gewertet. Ich weiß den Guide gar nicht mehr. ja, 9 von 10, kommen wir dazu. Ja, stell dir vor, jemand, der neu reingeht in das Spiel, der wird da ja verrückt. Ja, muss ja erstmal reinkommen. Ja, und wie gesagt, man braucht halt echt einen harten Geduldsfaden Ja. bei solchen Spielen. Ne? Weil ich kenne selber auch genug Leute, die machen das eine Stunde und machen das Spiel nie wieder an. Ja. Das muss zäh sein. Ja, nachvollziehbar, ja. Gut, dann quatschen wir mal kurz zusammen. Wir haben Trackmania Turbo für die PS4, ein Arcade Racer, Schwierigkeitsgrad, wie schon gesagt, 9 von 10. Dauer ist sehr, sehr skillabhängig. Circa 100 Stunden wird man hier als Anfänger oder Neuankömmling investieren müssen. Die Rarity ist aktuell bei 0,61%. Ich dachte immer, das ist höher, weil das schon eine relativ große Fanbase hat. Ja. So Spiele, die eine große Fanbase haben, zum Beispiel ähm, Binding of Isaac, ja, das ist ja auch ein Spiel, das schwerer ist, aber mittlerweile, glaube ich, bei 5% Rarity und da dachte ich, Trackmania wäre auch schon ein bisschen höher. Hier hast du, glaube ich, wieder das Phänomen mit. Konntest du aber, bevor es rausgepatcht wurde, konntest du ja noch, war es zumindest einfacher, weil du seeden konntest. Da hattest Das du halt stimmt. spezielle Seeds für gewisse Dinger, das wurde ja gepatcht. Das Und stimmt. was bei Trackmania Turbo dann wieder dazu kommt, ist halt, es war mal im PlayStation Plus. Ich Genau. glaube, bei Binding of Isaac glaube ich sogar auch. Aber bei Track, das ist halt dann nochmal, ne? Du hast halt dann auf einmal, sagen wir einfach 500.000 Leute mehr, die es halt spielen, aber nicht beenden und dementsprechend geht die Rarity halt extrem runter. Ne? Genau, genau. Ja, da ist was dran. Ja, falls du nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich zum letzten Spiel übergehen für heute. Jo, schieß los. Da haben wir nämlich am Start Trials Fusion. Ja, Trial and Error, wie es im Buche steht. Ja, genau. Genau, Trials and Error. Ja, auch bei Trials Fusion ist bei mir genauso. Ich habe damals dann auf dem PC halt Trials Evolution schon geliebt und gesuchtet ohne Ende, weil es halt auch einfach so ein relativ skillabhängiges Trial-and-Error-Spiel war. Bei Trials Fusion ist das Schwierige, finde ich, das Base-Game an sich. Das Ding hat auch irgendwie, ist ein 100%-Spiel, das hat halt, ich glaube, 5 oder 6 DLCs bekommen, mit Ja. jeweils auch nochmal sauschweren Herausforderungen. Beziehungsweise halt Trophäen-Challenges, die aber nicht so hart waren wie das Base-Game an sich. Du musstest in dem Base-Game musstest du von allen Strecken, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das sind,
musstest du halt alle Challenges machen, ja? Jedes Level hatte 3 Challenges, Mhm. ne, die du machen musstest. Das ist halt manche waren halt relativ einfach: „Schaffe die Strecke in 5 Minuten“ oder „Schaffe die Strecke, ohne dich einmal aufs Maul zu legen“, ne? Das ist halt dann durchaus relativ einfach. Dann gab's aber einige sehr, sehr schwere Sachen. Da sind halt 2 hervorzuheben, die ich beziehungsweise ich mit 'nem Kollegen zusammen der besagte Downwell-Kollege übrigens, der aufm Sofa eingeschlafen Ah ist. ja. Ähm, genau, wir haben das, parallel gespielt. Also, wir haben uns halt, zeitgleich die Challenge gesetzt und haben uns halt gegenseitig hochgestachelt. Ja, und haben gesagt: „Ha, guck mal, du Arsch, ich habe das nächste schon fertig, du hängst da immer noch“ und so weiter. Was natürlich auch, wer das vielleicht mal kennt, es motiviert noch mal, ja, und Definitiv. gibt auch einfach so 'n Arschtritt, wenn man so sich freundschaftlich so 'n bisschen ja, hochstachelt. Mhm. Und es gibt halt 2 Challenges, die da hervorzuheben sind, die wir am Ende dann auch sogar aufgeteilt haben, ne? Wir haben dann irgendwie gesagt: „Boah, die sind so sauschwer, wir spezialisieren uns jetzt“, ja? Uns fehlten beiden nur noch diese Challenges und, wir haben dann gesagt, ich mache die Challenge Pipe Phobia, nannte sich die. Das war eine Strecke, die bestand eigentlich also 'ne Röhrenphobie kann man das Mhm. quasi Ist übersetzen und das war eine Strecke, die bestand eigentlich nur aus Rohren. selbsterklärend, ja. Ja, genau und, du durftest keins dieser Rohre mit dem Vorderrad berühren. Oh je. Ja, das heißt, du musstest halt 80% der Strecke, was halt, wer Trials mal gespielt hat, gar nicht so einfach ist, auf dem Hinterrad fahren, ne? Und, ja, genau, guckt's euch einfach mal an, spaßeshalber. Und das andere, das nannte sich Rock of Rages, ne? Das war so 'ne sehr, sehr felsige Strecke mit sehr, sehr starken Sprunghindernissen und auch sehr tricky Passagen. Und die musste man mit dem schwerfälligsten Motorrad machen, ohne einen einzigen Fehler zu machen. Das heißt, man musste halt, in einem durchkommen, ne? Man kann in Trials auch an Checkpoints halt resetten, dann beendest du die Strecke halt mit 1 Fehler, 2 Fehler, 3 Fehler. Das Hm. gibt dann 'ne Strafzeit. Okay. Und die musstest du damit beenden. Und das Blöde an dem Motorrad war, es war sauschwerfällig. Es war einfach nur schwer und hatte halt extra natürlich, wenn du mit dem Hinterreifen oft wo anschlagen musst, um dich dann so auf so 'n Felsen oder so zu schwingen, das hatte so 'n riesengroßen Motorblock, ja, der einfach da drunter hing und der ist einfach überall hängen geblieben und das war so zum Kotzen. Ja, und dann haben wir das halt aufgeteilt und ich hatte dann Pipe Phobia fertig, habe das dann auch, für meinen Kollegen gemacht, weil wir uns ja spezialisiert haben. Und, ich selber habe es dann so Rock of Rages den einen Tag auf einen Fehler gebracht, ne? Und er sagte: „Ne, komm, ich habe meins jetzt fertig, ich habe das geübt. Jetzt komme ich zu dir und wir machen nichts anderes, außer den ganzen Tag Rock of Rages, bis wir das geschafft haben“, ja? Mhm. Und dann kommt er zu mir hin nach der Arbeit, setzt sich aufs Sofa, wir machen Trials an und er macht's First Try. Ja, und dann weißt du, wir haben uns so 5, 6 Stunden Zeit genommen nach der Arbeit und dann saßen wir nach 5 Minuten hier, guckten uns nur blöd an und sagten: „Ja, was machen wir denn? Was spielen wir denn jetzt?“ Ne? Also, das war schon ganz cool. Ja, glaube ich. Aber auch da zieht es sich eben wieder durch, ja. Wenn man das Wortspiel noch mal nimmt, Trials and Error. Also das sind einfach genau meine Spiele. Ich versuche ab und zu halt so 'n bisschen Triple-A-Käse aufzuholen, spiele das auch mal ganz gerne, aber ich vergrabe mich halt immer in der Indie-Ecke, und halt auch eben bei diesen ganz, ganz sackschweren Sachen liebend gerne. Genau. Ja, aber und Trials ist auch das war auch im PlayStation Plus tatsächlich, ich glaube 2014 oder so was schon. Also auch da ich kann jedem, der Bock auf 'ne geile Challenge hat, alle diese 5 Spiele echt von Herzen ans Herz legen. Am besten erst mit 'm zweiten Account probieren. Ja, das ist oft so, ne? Nur weil das für mich irgendwie, weiß ich nicht, 'n Spiel ist, mit dem ich gerne duschen gehe, muss das ja für andere nicht geil sein, ne? Das Das ist stimmt. halt so. Das stimmt. Aber ja, wenn man es am Ende geschafft hat, dann ist man einer von 264. Ist auch was. Kann man sich was drauf einbilden, 'n bisschen. Zumindest, dass man Stabiler die Rarity von Trials? 0,1%. Ah, okay. Ja. Also, ich fasse da mal kurz zusammen. Trials Fusion für die PS4, Geschicklichkeitsplattformer, Motocross-Spiel, Schwierigkeitsgrad 10 von 10 fürs Base Game in erster Linie. Ähm, die Dauer für die 100%, sehr, sehr skillabhängig. 100% fürs Base Game wird eingerechnet, nochmal ungefähr 30 Stunden für die DLCs. Ja, All-Over Rarity ist bei 0,1%. Wie du schon sagtest, Hauptspiel ist die Krux, der Rest ist dann, glaube ich, relativ gut machbar.
Nicht? Nein, also relativ gut machbar ist relativ, also da sind auch nochmal richtig knackige Sachen bei, Okay. tatsächlich. Die sind alles nur im Ansatz nicht einfach. Also nur sie sind halt tatsächlich nicht so schwer wie diese beiden zuletzt genannten Challenges, aber einige der DLCs, wer sich mal angucken will, ich sag noch, diese Feuer-Trial, wo du 7 Runden oder sowas schaffen musstest, wo sich jedes Mal die Runde krasser verändert, oder du hattest so einen Würfel, wo du, glaube ich, auf Seite 40 kommen musstest und bei jedem immer über die Kante fahren, es kam halt eine andere Würfelseite mit Hindernissen und du durftest halt nicht sterben und musstest auf Seite 40. Also Okay, da gibt es Sachen auch in den DLCs, die wollen dich so richtig mit dem Mittelfinger begrüßen. krass. Ja, ich habe ein bisschen vorhin so durchgelesen, mich durch die DLCs. Ich weiß nicht, ob alle dabei waren, weil hier habe ich gerade gesehen, es gibt mittlerweile 7 Stück. Aber da stand halt immer, ja, im Vergleich zum Hauptspiel eine 6 von 10, eine 7 von 10, deswegen dachte ich. Ja, genau, wenn man das so in Relation setzt, ist es natürlich so. Ich sag mal, ich habe auch von vielen gelesen, dass sie auch Trials Rising, hieß, glaube ich, das letzte, was rausgekommen ist, sauschwer fanden und das war für mich einfach so schlecht, weil es so einfach war. Da bin ich echt enttäuscht. Ja, siehst du. Ja. Ich habe mir extra eine Woche Urlaub dafür genommen, wo das rausgekommen ist und war halt irgendwie nach einem Tag fertig. Ja, Das war traurig. wirklich schade. Traurig. Naja. Was zockt man dann? Macht man den ersten Teil auf dem zweiten Account? Ach so, nein. Wir haben dann damals mit dem Kollegen, haben wir noch dann versucht, natürlich auf diesen, es gibt, weiß ich nicht, wer die Trials-Dinger kennt, es gibt am Ende noch, die hat jetzt nichts mit Trophäen zu tun, aber es gibt halt so Ninja-Challenges. Okay. Ja, die du eigentlich nur noch von einem Hinterrad, also nur auf dem Hinterrad stehen, von einem Felsen zum anderen oder von einem Holzbalken zum anderen springt machst und so, das ist schon, klingt alles ein bisschen Banane und einfach, aber wenn ihr euch das mal anguckt, Stichwort sind da die Ninja-Challenges, dann hinterfragt sogar ich, der das Spiel, glaube ich, ganz gut kann, wie zum Teufel die Leute das machen. Weißt du, woher ich das Spielprinzip kenne? Früher in der Schule, Browser-Games, da gab es ja, wenn du in der Schule am PC warst, gab es so Seiten mit gewissen Browser-Games, die mit Flash dann programmiert waren und da gab es auch diese Motocross-Spiele, wo du über Hindernisse musst. Natürlich nicht auf dem Level wie jetzt Trials Fusion, aber das Spielprinzip kenne ich von da noch, aber seitdem auch nicht mehr gezockt. Trials war auch nicht das Spiel, was das Spielprinzip erfunden hat, das stimmt schon. Okay, aber Das hat es ja verändert. ja, gut. Ja, super. Dann wären wir auch ans Ende angekommen. Waren super interessante Spiele. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer noch ein paar Fragen haben. Falls ja, stellt sie gerne. Ja. Ansonsten bedanke ich mich schon mal. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein wenig. Und Am vielleicht Ende des Tages machen wir alle das Gleiche. Wir wollen den ganzen Tag über Videospiele reden. Von daher Da- auch nochmal danke für die Einladung. Immer weil gerne. Das ist nun mal eine Tour. Genau. Ja, auch danke an den Chat. Ich hatte jetzt keinen Stream offen, falls noch irgendwer wach ist nach meinem Gebrabbel. Wie gesagt, Discord unter Fenne zu erreichen, wenn irgendwer Fragen zu irgendwas hat. Genau, ja, du bist ja auch auf Twitter unterwegs. Benelli Guy. Ich blende es unten in der Infobox alles ein. Könnt ihr Fenne gerne followen. Übrigens sieht in meinem Banner, den ich von einem Pixel Artist habe machen lassen, sind 3 dieser Spiele auch verewigt tatsächlich. Gut, dass du das erwähnst. Ich blende den mal kurz ein. Ganz verpeilt im Redefluss. Da werden jetzt alle, definitiv Downwell, Towerfall Ascension und Tetris Effect wieder erkennen. Ja. Und eine Platin-Trophäe. Ja, genau, soll ja auch jeder wissen, worum es geht. Und das sieht man halt auch bei Twitter, beziehungsweise so online. Nick Fenne ist halt mein Spitzname, ne? Fennely Guy, weil ich Family Guy so liebe und ja, Joey666 halt mein Online-Nick, alles verewigt. Wunderbar. Genau. Und wer kein Problem hat, ich führe mein Twitter auf Englisch, wer aber irgendwie ab und zu mal ein paar News lesen will oder halt auch, ich poste da meine Platins, ein paar andere Sachen und sowas, wer da Bock drauf hat. Schaut alle gerne vorbei. Ich folge ihm auch, also ich kann es nur empfehlen. Von Qualität. Das stimmt. Gut, mein Lieber, dann vielen lieben Dank, dir einen schönen Abend und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache kurze Pause und dann zocken wir noch ein bisschen Dying Light. Also Leute, bis in 2, 3 Minütchen. Gut, Leute, schönen Dank. Bye, mach's gut.